Wir versuchen natürlich Rücksicht darauf zu nehmen, wenn Mitarbeitende oder auch Studierende der Hochschule sich um ihre Kinder kümmern müssen. Und wir wissen alle, dass die Schulen und die Kitas nicht so offen sind, wie wir uns das wünschen. Als Hochschule können wir jetzt schlecht einen riesen Kindergarten aufmachen oder eine eigene Schule. Das, was wir tun können, ist, dass wir auf Einzelfälle Rücksicht nehmen, sofern sie uns denn bekannt gemacht werden. Also sprechen Sie bitte mit uns. Und was wir tun können, ist, bei der Belegung Rücksicht zu nehmen oder verschiedene Möglichkeiten zu erlauben. Ihnen ist klar, dass ich nicht in der Öffentlichkeit über konkrete Fälle sprechen kann. Was ich aber in der Öffentlichkeit sagen kann, weil das meine tiefste Überzeugung ist, es gibt an unserer Hochschule keinen Platz für frauenfeindliches oder andere Art von diskriminierendem Verhalten. Eine Hochschule wie unsere lebt von ihrer Vielfalt und davon, dass wir Vielfalt schätzen und nicht sie unterdrücken. Und leider kommen auch ab und zu Fälle vor, wo diskriminierendes Verhalten gemeldet wird und wir uns darum kümmern müssen. Die HTW hat hier eine ganz klare Linie. Wir wollen uns darum kümmern und wir werden uns darum kümmern. Wir sind die bisher einzige und erste Hochschule in Berlin, die eine eigene Antidiskriminierungsrichtlinie hat. Und wir untersuchen jeden Fall, der uns gemeldet wird, sehr genau. Wenn die Situation klar ist und insbesondere auch bei Machtgefälle ein Fehlverhalten vorliegt, dann greift die Hochschulleitung auch direkt ein. Gerade in einer großen Organisation wie unserer gelingt diskriminierungsfreies Verhalten oder sagen wir eine Organisationskultur, die alle mitnimmt und niemanden zurücklässt, nur wenn wir das gemeinsam machen. Machen Sie mit. Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, dass diese Hochschule diejenige in der Stadt ist, wo alle sagen, hier ist der Respekt voreinander im Alltag zu spüren und wir leben Vielfalt. Wir müssen das Rad nicht neu erfinden. Wir haben im letzten Sommer schon den Wechsel von digitalem Unterricht aus dem harten Lockdown heraus in den Sommer und die Präsenz wieder geschafft. Und ähnlich wird es in diesem Semester auch passieren, nur dass es alles mit etwas mehr Vorbereitung und schon der Erfahrung vom letzten Jahr läuft. Zusätzlich bereiten wir derzeit auch Outdoor-Lehrveranstaltungen vor, in der Hoffnung, dass wir bei gutem Wetter dann auch draußen noch ein bisschen mehr machen können als sonst. Sobald es irgendwie möglich ist, aufgrund der Pandemie, werden wir Präsenz möglichst für viele Studierende erlauben. Wahrscheinlich werden wieder Prioritäten gesetzt, zum Beispiel für Studienanfänger und Anfängerinnen, die den Campus noch gar nicht gesehen hatten und sich untereinander noch nicht kennen. Aber ansonsten wollen wir natürlich so weit wie möglich öffnen, solange es geht. Damit es möglichst bald geht, prüfen wir derzeit, ob wir eventuell auch Impfangebote für Hochschulangehörige organisieren können. Ihnen ist klar, dass da eine Menge Rahmenbedingungen dranhängen vom Bund und Ländern und so weiter. Aber wenn es einen Weg gibt, werden wir versuchen, ihn zu öffnen. Die Semesterbeiträge setzen sich aus verschiedenen Teilen zusammen. Der größte Teil davon ist das Semesterticket. Hier ist die Hochschule zwar der Dienstleister, die Dienstleisterin, die die Gelder einzieht, aber wir haben damit eigentlich nichts zu tun, weil das Geld geht ja direkt an die Verkehrsbetriebe und ist Teil eines Vertrags zwischen Studierenden und Verkehrsbetrieben. Meines Wissens, und wir helfen da natürlich gern, gibt es Möglichkeiten für Studierenden in sozialer Not, hier Stundungen oder ähnliche Sachen zu machen. Aber wir sind nicht die Handelnden in diesem Punkt, leider. Bei Klausuren und auch Prüfungen insgesamt ist die Frage Präsenz versus digital immer etwas schwierig. Letztlich trifft die Entscheidung der oder die Lehrende. Hier gilt das Grundgesetz, Freiheit von Forschung und Lehre. Wir haben als Hochschule natürlich eine Empfehlung ausgesprochen, dass überall, wo es fachlich möglich ist, das digital geprüft wird. Andererseits wissen wir auch, dass bei digitalen Prüfungen einiges an direktem Kontakt verloren geht
und deswegen es durchaus gute Gründe gibt, an einigen Stellen präsent zu sein, sodass es natürlich keine Entweder-oder-Lösung gibt, sondern immer eine Abwägung ist. Es kann bei der Umstellung des Lehrbetriebs auf digital und Corona-Bedingungen sicherlich an der einen oder anderen Stelle zu Schwierigkeiten gekommen sein. Nach unseren Zahlen über die ganze Hochschule gesehen sind die Klausuren und Prüfungen insgesamt eher besser ausgefallen im Durchschnitt als in Nicht-Corona-Zeiten. Trotzdem, ein Durchschnitt ist nur ein Durchschnitt und es tut mir sehr leid, wenn es an ein paar Stellen eventuell ein bisschen geknirscht hat oder vielleicht auch einige durchgefallen sind. Ich hoffe, dass mit der Erfahrung, die wir alle sammeln, auch die Lehrenden und die Studierenden, dass es da besser aufeinander eingespielt wird. Ich muss aber um Verständnis bitten, dass es an ein paar Stellen eben auch nicht ganz so gut klappt, leider. Die 2-Wochen-Frist bei einem Täuschungsvorwurf ergibt sich aus der üblichen 2 Wochen Einspruchsfrist bei allen behördlichen Vorgängen. Wir wollen Ihnen die Möglichkeit geben, dass, wenn Sie mit einem Vorwurf konfrontiert sind, überhaupt welcher Art auch immer, dass Sie darauf reagieren können. Die Einsicht in die Klausur ist eigentlich unabhängig davon. Erstmal geht es darum, dass man innerhalb der 2 Wochen sagt, war nicht oder ist ein Missverständnis oder auch sagen kann, tut mir leid, hier ist offensichtlich was schiefgegangen. Wir werden natürlich für alle neuen Studierenden, egal ob im Bachelor oder Master, Angebote machen und Einführungen anbieten. Insgesamt haben wir an dieser Hochschule ca. 70 Studiengänge, davon ungefähr die Hälfte im Master. Also, sorry, ich kann nicht bei jedem Studiengang sagen, ob es ein konkretes Angebot gibt oder nicht, aber Sie können einfach auf der Website des Fachbereichs oder des Studiengangs nachgucken und dort werden Sie auf jeden Fall die Termine finden. Nach der Pandemie werden wir feiern und wir werden auf dem Campus sein und wir werden das genießen. Wir bereiten derzeit verschiedene Angebote auch vor, um den Campus attraktiver zu machen, sowohl in den Gebäuden als auch außerhalb. Und die Frage zielt natürlich auch darauf, werden wir nur noch Präsenzveranstaltungen haben oder auch digital? Und ich gehe davon aus, dass es uns gelingen wird, das Beste aus beiden Welten miteinander zu verbinden für die Zukunft. Dafür brauchen wir auch Ihre Hilfe und Ihre Ideen, also bitte bleiben Sie bei dem Thema dran. Nach der Pandemie werden wir uns alle wieder treffen können und ich glaube, das ist das, worauf wir uns am meisten freuen. Wir als Hochschule für angewandte Wissenschaften mit kleinen Gruppen sind, glaube ich, stark darin, dass es einen direkten Kontakt zwischen Lehrenden und Studierenden gibt und auch der Studierenden untereinander. Und wir haben 2 wunderschöne Standorte. Das ist, glaube ich, das, worauf wir uns alle freuen dürfen und freuen müssen. Für mich persönlich wird eine Last von der Schulter fallen, wenn das irgendwann soweit ist. Sie können sich wahrscheinlich vorstellen, dass die Verantwortung für 14.000 Studierende, 1.000 Beschäftigte unter Pandemiebedingungen mir manche schlaflose Nacht bereitet. Das ist okay, dafür bin ich da. Aber das ist schon auch eine Last. Ich bin sehr froh und dankbar dafür, dass viele von Ihnen so verantwortungsvoll mitgemacht haben und auch weiterhin mitmachen werden. Und deswegen werden wir auch aller Wahrscheinlichkeit nach gut durch die letzten Monate miteinander kommen. Aber das ist das, worauf ich mich freue, auf dieses Loslassen können und wieder aufeinander zugehen können.